Hallo, willkommen zurück bei Nagarjuna. Wir werden mit einigen Sanskrit-Wörtern beginnen. Es ist gut, sie zu kennen für die schwierige Aufgabe, die vor uns liegt, bei der wir diesen besonderen Moment weiter erforschen werden, wenn alles, was du benötigst, damit etwas passiert, zusammengekommen ist und das, was du dir wünschst, sich bald zeigen wird. Zu diesem Zeitpunkt wir hier im Studio, wir haben darüber diskutiert, ob es ein gutes englisches Wort dafür gibt. Es gibt ein Wort. Ich meine, es gibt eine Redewendung, alles ist zusammengekommen oder so ähnlich, aber wir haben kein einzelnes Wort dafür. In Sanskrit gibt es ein einzelnes Wort dafür. Es ist Samagriya. Sag Samagriya. Samagriya, ja. Du kannst es hier sehen. Wenn die Ursachen und Bedingungen zusammenkommen, nennt man das Samagriya. Ich habe versucht, dieses Wort aufzugliedern. Richtig, Christina? Das ist das, was wir normalerweise tun. Und Sama ist auf Tibetisch dumm, dumpo, was bedeutet, dass alles zusammenkommen soll. Also dachte ich, oh, jetzt habe ich eine Glückssträhne. Sama ist zusammen, also muss Griya kommen. Oder vielleicht ist es verwandt mit greifen oder kommen. Und dann habe ich bei Monier Williams nachgesehen, das ist wahrscheinlich das größte Sanskrit-Wörterbuch aller Zeiten. Und er sagte, nein, 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 es kommt von Sam Agra. Sam Agra. Ja, Christina, wie du gerade gesagt hast, bedeutet Agra die Spitze. Wie die Schritte von Jolam Zemo der Zweite oder die Stadt Agra, wo sich das Taj Mahal befindet. Agra bedeutet die Spitze oder der höchste Punkt. In Monier Williams wird es erklärt als Sam Agra. Es kommt also von Sam Agra. Sam bedeutet total und auch zusammengekommen und dann bedeutet Agra Spitze, was die höchste Spitze bedeutet. Denk also folgendermaßen darüber, die Spitze des Bereitseins oder der Höhepunkt des Zusammentreffens. Alles kam perfekt zusammen. Agra. Okay? Also, er behauptet, dass es daher kommt. Das wäre normalerweise ein Anstoß, so wie es für mich aussieht, aber ich denke, es ist in Ordnung. Es liefert eine gute Geschichte, wie man so schön sagt. Und nebenbei bemerkt, diese Punkte auf Sanskrit zu diskutieren, kann über die Jahrhunderte hinweg endlos andauern. Die Menschen haben es über die Jahrhunderte hinweg versucht. Ich denke, wenn man eine findet, die vernünftig klingt und außerdem eine Geschichte erzählt oder einen nützlichen Punkt erzählt, dann nehme ich sie. Wenn es meinen Schülern hilft, sich die Teile zu merken, dann nehme ich sie. Das zweite Wort, das ich euch zum Lernen geben möchte, ist Pala. Pala. Und auf Tibetisch ist es Ndebo. Die Wortwurzel Pal bedeutet Frucht oder wie eine Frucht zu reifen. Es bedeutet auch, sich auszudehnen oder zu platzen wie ein Luftballon. Und die Wörter voll, die Wörter pure, also rein, das Wort Ball, das Wort Pore, wie in Singapur, Rajapore. Singapur bedeutet voll von Löwen. Und dann wurde Pura das Wort für Stadt, weil es bedeutet, voller Menschen zu sein. Also nochmal, P kann zu F werden, R kann zu L werden. Und dann erhält man voll. Aus all diesen Pala, die Idee einer Frucht, die sich ausdehnt, bis sie bereit ist, sich zu öffnen und dann beißt man hinein. Das ist Pala. Auf Sanskrit ist das Ergebnis. Also, diese kann man sich leicht merken, richtig? Samagriya, die Spitze von allem, was zusammenkommt, und dann Pala, was Frucht bedeutet. Wer draußen ist, hier kann reinkommen, falls er sich das fragt. Ich glaube, das ist Hasso. Jetzt sind wir zu einem weiteren Punkt in der Gliederung gelangt. Wir hatten bereits untersucht, ob die Eröffnung des Cafés irgendwie präsent ist bei dem endgültigen Zusammenkommen von allem, was man für die Eröffnung des Cafés braucht. Wir hatten Argumente für und Argumente dagegen. Und jetzt sagt Chone Lama, der nächste Vers von Nagarjuna, kannst du so betrachten. Eigentlich
Haben wir gerade die beiden Möglichkeiten verneint, dass die Eröffnung des Cafés schon da war, bei der Zusammenstellung von allem, was man braucht, um das Café zu eröffnen. Und wir haben auch die Möglichkeit verneint, dass es irgendwie nicht vorhanden war. Oder es könnte was auch immer herauskommen aus dem Zusammenkommen all dieser Ursachen. Jetzt, sagt er, streiten wir die Möglichkeit von beidem ab. Okay? Dass es da ist und dass es nicht da ist, okay? Er ändert also den Wortlaut hier. Er sagt nicht, entsteht ein Ergebnis, das bereits bei den Vorbedingungen vorhanden ist? Jetzt sagt er nur, ist es überhaupt eine Möglichkeit? Also ein bisschen anders, eine andere Nuance. Wir diskutieren nicht über, kann dieses Ergebnis erscheinen? Wir diskutieren darüber, ob es überhaupt sinnvoll ist, zu sagen, es existiert oder existiert nicht zum Zeitpunkt des Zusammenkommens der Bedingungen. Endgültiges, perfektes Zusammenkommen der Bedingungen. Samagriya. In Ordnung, weiter. Wie ihr seht, bin ich immer, naja, man kann es hier nicht sehen. Es ist ein interessanter Punkt, dass die Version von Nagarjuna, die von Chone Lama verwendet wird, etwas anders ist als die Version von Nagarjuna, die ich in John Bradys Datenbank im Tengyur gefunden habe. Was wir hier also haben, ist wahrscheinlich eine der frühen Übersetzungen eines alten indischen Buches, das nicht zur Auswahl stand. Und Tsongkhapa mag es zu sagen, ich lese gerne die, die es nicht in den Tengyur geschafft haben, weil sie manchmal besser sind. Oder manchmal sind einige der Verse besser. Du kannst dir also vorstellen, dass in 50 Jahren die Leute versuchen werden zu entscheiden, welche Übersetzung dieses Buches der Standard sein wird. Welche auch immer sie wählen, sie wird einige Schwächen haben, die bei einigen Alternativen nicht vorhanden sind. Und was wir hier haben, wenn du wirklich ein Textehrgeizling bist, hast du eine Version, die irgendwie beliebt war, noch bevor die endgültige Entscheidung getroffen wurde. Es gibt einige interessante Unterschiede und sie erzählen Geschichten. Es lohnt sich, sie zu studieren, wenn man viel freie Zeit hat. Aber wenn dir die Leute den ganzen Morgen SMS schicken, ist das unwahrscheinlich. Jetzt sagt er, lass uns nicht darüber diskutieren, ob die Eröffnung des Cafés präsent ist, im Zusammenkommen von allem, was man braucht, um das Café zu eröffnen, wie ein Juwel in einem Ring. Lass uns das nicht so sehen. Betrachten wir es mal so. Ist es auf eine angedeutete Weise vorhanden, indem es sich auf das Zusammenkommen der Ursachen und Bedingungen stützt? Es beruht auf oder hängt ab von der Ansammlung von, sagen wir also nicht, es ist eingebettet in den Ursachen und Bedingungen. Schauen wir uns an, ob es sich auf die Ursachen und Bedingungen verlassen kann, ob es sich auf die Ursachen und Bedingungen stützen kann. Kann es im Sinne des Anlehnens an die Ursachen und Bedingungen gegeben sein? Es ist also ein bisschen anders, nicht wahr? Nicht ist es den Ursachen und Bedingungen eingebettet, ist es anlehnend an die Ursachen und Bedingungen vorhanden. Das werden wir uns also jetzt ansehen. Wenn du sagst, dass das Ergebnis im Zusammenkommen aller notwendigen Ursachen und Bedingungen vorhanden ist, in dem Sinne, dass man sich auf sie stützt, in diesem Fall sollte es irgendwie nachweisbar sein, in den Ursachen und Bedingungen. Wenn sie sich auf die Ursachen und Bedingungen stützen würde, wenn es in dem Sinne vorhanden wäre, dass sich das Glas auf dem Tisch anlehnt, dann sollte es irgendwie wahrnehmbar sein in den Ursachen und Bedingungen. Wenn es das notwendige Anhängsel der Ursachen und Bedingungen wäre, dann, wenn man die Ursachen und Bedingungen mal sehen würde, sollte man irgendwie in der Lage sein, das Ergebnis zu sehen, das sich aus den Ursachen und Bedingungen ergeben wird.
Es sollte vorhanden sein, wie eine Tasse, die sich auf dem Tisch abstützt. Er sagt, aber das ist nicht richtig. Wenn es im Akt des Anlehnens an die Ursachen und Bedingungen oder im Ruhen auf den Ursachen und Bedingungen vorhanden wäre, dann müsste es durch eine korrekte Wahrnehmung erkennbar sein, richtig? Wir sagten, das sei die Definition von Existenz, aber das ist es nicht. Es gibt keine Möglichkeit, das eigentliche betriebsfähige Café in Anbetracht des Gebäudes, des Kapitals und der ungekochten Speisen wahrzunehmen. Verstehst du, was ich meine? Du kannst es nicht sehen. Es ist nicht erkennbar in den Ursachen und Bedingungen, bevor es auftaucht. Also streiche diese Idee. Wie wird er nun weiter vorgehen? Sag du es mir. Ich werde sagen, was er bis jetzt gesagt hat, du sagst mir, was er als nächstes sagen wird. Ist die Eröffnung des Cafés gegenwärtig in allen Bedingungen und Ursachen für die Öffnung des Cafés, so dass es sich auf sie stützt oder auf ihnen ruht? Und du sagst nein und ich sage warum? Und du sagst, weil wir es zu diesem Zeitpunkt nicht sehen können. Dann sage ich, und was wird Nagarjuna als nächstes tun? Wie? Ja, ist die Verbindung unterbrochen? Liegt es nicht an den Ursachen und Bedingungen? Dann sagt er, das bedeutet, wenn es sich nicht an die Ursachen und Bedingungen anlehnt oder wenn es dort nicht vorhanden ist, ruhend auf den Ursachen und Bedingungen, ist es auch unmöglich. Oder? Das sind die Nagarjunschen Optionen. Beide Optionen sind unmöglich. Wir brauchen eine, gib mir das tibetische Wort für $100. Pungsum. Oh mein Gott, Conny, $100. Hol es dir von Tick mir ab, wenn sie zurückkommt, okay? Sie ist zu Besuch bei ihren Verwandten in Kalifornien. Aus Holland, okay? Also, es ist auch falsch zu sagen, dass die Eröffnung des Cafés nicht auf den Ursachen und Bedingungen in der Zeit der Ursachen und Bedingungen beruht, weil dann gäbe es keine notwendige Beziehung zwischen der Eröffnung des Cafés und den Bedingungen für die Eröffnung des Cafés, wenn die Eröffnung des Cafés nicht unbedingt abhängig von diesen Ursachen und Bedingungen wäre. Und in diesem Fall, sagt er, Sie könnten, nimm das Foto, Tim. Du kannst einen Klumpen Kohle benutzen, um das Café zu öffnen. Anscheinend ist das in Tibet so. Wenn du ein Beispiel für irgendeine lächerliche Sache geben willst, die die Ursache sein könnte von dem, wovon du sprichst, wenn das nicht die Ursache war, wie es eigentlich sein sollte, würdest du sagen, also ich würde sagen, Kaninchenkacke oder so etwas in der Art. Er sagt, ein Klumpen Kohle. Dolso, das du nie sehen wirst. Dolso bedeutet Kohlefelsen. Dann sollte ein Kohlefelsen, dann Kohlefelsen, einsatzbereit. Es tut mir leid, ein betriebsfähiges Café. Ein Cafés sollten an ihrem Eröffnungstag aus wahllos auf dem Boden herumliegenden Kohlesteinen auftauchen, wenn nicht eine Beziehung zwischen ihnen bestehen würde. Verstanden? In Ordnung, wir haben das durchgestanden, Gott segne euch. Mal sehen, ob es leichter wird. Du hoffst immer, dass es leichter wird und normalerweise wird es das nicht. Wenn du hoffst, dass es leichter wird, ist es hoffnungslos. Na gut. Wenn das Ergebnis der Eröffnung des Cafés nicht direkt aus den Ursachen und Bedingungen, die zusammenkommen, auftaucht, gäbe es die Möglichkeit, dass es indirekt daraus auftaucht? Ich sage es nochmal. Ich sage es nochmal, wenn es nicht der Fall ist, dass das geöffnete Café entsteht aus dem Zusammenkommen von Ursachen und Bedingungen für die Eröffnung des Cafés, können dann die Ursachen und Bedingungen, die zusammenkommen, die Eröffnung des Cafés mit der Zeit bewirken. Das heißt, nachdem einige Zeit vergangen ist, gibt es eine Art Übergangsfrist zwischen dem Zusammenkommen der notwendigen Ursachen und Bedingungen und dem Auftauchen des Cafés, wo wir die Zimtrollen bekommen können.
Connys ultimative Herausforderung macht den gleichen Geschmack, nur mit gesunden Zutaten, zum Markenzeichen des Cafés. Ich sehe JB wie ein Chemiker, einen verrückten Chemiker mit seinem, wie heißt dieser Zucker noch gleich? Mönchsfruchtzucker, wie er versucht, den Geschmack einer Zimtrolle hinzubekommen. Die Chancen sind nicht sehr groß. Weiter geht's. Hier ist der Vers. Um wie viel Uhr stoppen wir, Tim? Entschuldigung. Ja, in 30 Minuten von jetzt an. 5 Uhr. Okay, gut. In Ordnung. Los geht's. Nun, um diesen Vers zu verstehen oder diesen Vers zu schätzen, kannst du den Vers noch einmal zeigen. Ich möchte, dass du ein bestimmtes Wort hier beachtest. Das ist Chin. Es ist das zweite Wort hier in der zweiten Zeile und es ist das zweite Wort in der dritten Zeile. Chin. Jin ist offensichtlich mit dem Wort give, geben, verwandt. Der Name der ersten Vollkommenheit der 6 Bodhisattva-Vollkommenheiten ist Jinpa, was mit einem S vorangeht. Aber hier hast du einfach Jin. Und dies ist eine ganz einzigartige Verwendung des Verbs, welches bedeutet, ein Ergebnis auszuspucken. Es bedeutet, ein Ergebnis auszuspucken. Und es ist auch das Verb, das man für das Destillieren von Medikamenten aus Kräutern, aus Heilkräutern benutzt. Es wird Gin genannt. Also irgendwie kocht man die Kräuter und dann gin sie ergeben diese sie geben diese medizinische Flüssigkeit ab. Dann wirfst du die Kräuter, aus denen du die Flüssigkeit destilliert hast, weg. Diese weggeworfenen Kräuter sind den Mönchen und Nonnen erlaubt. Sie müssen die Mülltonnen nach den gebrauchten Hülsen durchsuchen. Und es ist ihnen nicht erlaubt, neue Kleidung zu tragen und solche Dinge. Sie sollen von dem, was die Gesellschaft weggeworfen hat, leben. Das ist eine ziemlich coole Idee, eigentlich. Bekomme das Gefühl, wenn du über Ursache und Wirkung sprichst, was würde das Wort Jin bedeuten? Oder wenn du über die Konvergenz von Ursachen und Bedingungen sprichst, was würde das Wort Jin bedeuten? Es spuckte das offene Café aus. Das offene Café spritzte heraus, wo die Medizin aus den Kräutern, nachdem sie gekocht wurde, während sie gekocht wurden. Versuch also, dir dieses Konzept zu vergewärtigen. Vielleicht gibt es kein bestimmtes englisches Wort für das Zusammenkommen von Ursachen und Bedingungen im letzten Moment und dann, puff, spucken sie am Eröffnungstag ein Kaffee aus. Okay? Und wir werden über den Stand der Dinge vor dem Spucken, während des Spuckens und nach dem Spucken sprechen. Wir werden jetzt über den Status der Ursachen und Bedingungen, die zusammenkamen, sprechen, nachdem sie das fertige Kaffee ausgespuckt haben oder während sie das fertige Kaffee ausspucken oder sogar danach. Habe ich danach gesagt oder vorher? So, weiter. Wenn es der Fall ist, dass die Ursache, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, wenn es der Fall ist, dass die Ursache ihre Macht zeigt, etwas zu erzeugen, wenn es der Fall ist, dass die Ursache das Ergebnis auswirft, das Ergebnis ausspuckt,
dann macht es sich selbst kaputt, okay? Also weiter, ich meine, ist es der Fall, dass sobald die Ursachen und Bedingungen für die Eröffnung des Cafés ein Kaffee am Tag der Eröffnung ausgespuckt haben, erschöpfen sie sich dann? Und da steht ja. Ich meine diese speziellen, das Geld, das du für die Eröffnung am ersten Tag gespart hast, hat das Café ausgespuckt. Und wenn das Café da ist, dann ist das Geld schon weg. Ist es also der Fall, dass sich bei der direkten Produktion des Ergebnisses die Ursache abgenutzt hat, sich vor dem Ergebnis erschöpft hat? Oder wann? Danach? Nach dem Ergebnis? Er fragt. Nehmen wir an, dass die Djinn-Kraft, die Produktionskraft, spuckende Kraft des Samens erschöpft ist, wenn das Café öffnet. Lass uns das so sagen. Das sagt der andere Typ. Er sagt, schau, ich sehe nicht, warum du ein Problem hast, Nagarjuna. Wenn das ganze Geld und die ganzen Arbeiter und all die ungekochten Lebensmittel zusammengekommen sind und das Café am ersten Tag der Eröffnung des Cafés ausgespuckt haben, ja, dann haben sie ihre Energie per Definition verbraucht. Das ist es, was Ursachen tun. Sie verschleißen sich selbst, indem sie ihre Ergebnisse erzeugen. Er sagt, ich sehe kein Problem. Das ist sein Standpunkt. Was ist Nagarjunas Position? Wenn die Ursache sich erschöpft, um das Ergebnis zu erzeugen, dann in diesem Fall können das Kaffee, das ausgespuckt wurde, und die Ursache, die es ausgespuckt hat, keine Beziehung mehr haben, denn die Ursachen haben sich verbraucht, um sie auszuspucken. Eine Ursache, die sich selbst aufgebraucht hat und deshalb aus dem Leben geschieden ist, kann keine Beziehung mit einem geöffneten Kaffee haben. Alles klar? Habt ihr es verstanden? Wenn das Ergebnis irgendwie mit der Ursache in Kontakt tritt, die sich abgenutzt hat, dann muss das Ergebnis sich auch abgenutzt haben. Ich sage es nochmal. Wenn das fertige Ergebnis irgendwie eine Beziehung mit einem Samen oder einem Zusammenkommen von Ursachen und Bedingungen hat, die sich bereits abgenutzt haben, dann existiert etwas, das eine Beziehung zu etwas hat, das nicht mehr existiert. Und das ist unmöglich. Wenn die Ursache sich selbst aufbraucht, um das Ergebnis zu erzeugen, ist es unlogisch. Denn das Ergebnis kann niemals Kontakt mit der Ursache haben, weil die Ursache weg wäre, wenn das Ergebnis eintritt. Dann gäbe es keine Ursachen und Wirkung. Und dann könnte unser Klumpen Kohle das Café öffnen, weil es da auch keine Verbindung gibt. Alles, was keine Verbindung hatte, könnte die Öffnung des Cafés verursachen. Das ist es, was wir wirklich erhoffen. Na gut. Und weiter sagt er, dass die andere Option ist, dass im Moment des Ausspuckens das Ergebnis endete, weil es von einer endenden Ursache ausgespuckt wurde. Und nur Dinge der gleichen Natur können sich berühren. Wenn sich also die Ursache selbst erschöpft, um das Ergebnis zu erzeugen, dann, wenn sie Kontakt haben, wenn dieses bestimmte Ergebnis Kontakt haben könnte mit dieser besonderen Art von Ursache, dann dann müsste das ein Ergebnis sein, das aus der Existenz verschwindet, selbst als es ins Leben trat. Denn genau das tut sein Bruder auch und sie halten sich an den Händen. Ich werde nicht einfach das Bild probieren, okay? Gib es auf, Tim.
Wenn nun die Ursache das Ergebnis hervorbringen könnte, bevor die Ursache sich erschöpft hat, okay, oder wenn die Ursache das Ergebnis hervorbringen könnte, bevor sie sich erschöpft hat, bevor sie sich im Produzieren erschöpft hat. Es gibt ein Problem, wenn sie sich völlig aufgebraucht hat in der Produktion, denn dann hat das Ergebnis niemanden, mit dem es sich verbinden kann. Also wird der andere vielleicht sagen, weißt du was, die meisten der Ursachen nutzen sich ab und dann kommt das Ergebnis. Dann gibt es also immer noch eine Beziehung. Es gibt immer noch einen Grund, um eine Beziehung zu haben. Dann, wenn die Ursache irgendwie vor ihm verschwinden würde, bevor das Ergebnis ganz verschwunden ist, in diesem, oh Entschuldigung, lass es uns anderes sagen. Wenn sich die Ursache erschöpft hat, gab es eine Unterbrechung und dann kam das Ergebnis heraus. Das ist auch unmöglich. Wenn die Ursache sich erschöpft, kommt eine Pause und dann kommt das Ergebnis heraus. Das ist auch unmöglich, weil etwas wie der austreibende Spross entstehen müsste, ohne dass die Ursache vorhanden ist. Der Sprössling müsste herauskommen, nachdem ein Moment vergangen ist, in dem der Same bereits verschwunden ist. Es müsste eine Lücke geben. Warum? Wenn das Stoppen, wenn das Stoppen des Ergebnisses und das Stoppen der Ursache von Natur aus existierten, wenn das Ende der Ursache und das Ende des Ergebnisses von ihrer eigenen Seite aus existierten, dann müsste die Abhängigkeit des Ergebnisses auf der Ursache, diese Beziehung müsste von Natur aus bestehen. Jönner, wenn die Beziehung zwischen dem Ergebnis und der Ursache von Natur aus bestünde, dann könnte das Ergebnis ohne die Ursache geschehen, wenn die Beziehung von Natur aus bestünde, denn dann würde das Ergebnis von Natur aus existieren und von Natur aus existieren bedeutet, dass man nicht von einer anderen Sache abhängig ist. Daher ist es unlogisch zu sagen, dass die Ursache sich abgenutzt hat und dann kam das Ergebnis, nachdem sich die Ursache abgenutzt hat. Warum? Denn in diesem Fall sollte der Zeitpunkt der Erschöpfung der Ursache und die Zeit der Erschöpfung des Ergebnisses zeitgleich sein, weil sie eine Beziehung haben. Der eine muss anwesend sein, wenn der andere anwesend ist. Haben die Ursache und die Wirkung eine Beziehung? Ja. Sollte das eine vorhanden sein, wenn das andere anwesend ist? Ja, man kann keine Beziehung haben, wenn zwei Menschen nicht zusammen in einem Raum sind. Nun, nutzt die Ursache sich selbst in diesem Moment nicht ab? Ja, also okay, das Ergebnis nutzt sich auch selbst ab. Also im letzten Moment, wenn die Ursache ihr Ding macht, wird das Ergebnis aus der Existenz verschwinden. Warum? Sie halten Händchen im selben Raum. Es kann nicht sein, dass die Ursache verschwindet und dann das Ergebnis erscheint, denn es gäbe niemanden zum Händchen halten. Wenn es also der Fall ist, dass die Ursache sich abnutzt, um das Ergebnis zu erzeugen, dann müsste das Ergebnis sich selbst zur gleichen Zeit abnutzen, in der sich die Ursache abnutzt, und sie sollten beide gleichzeitig verschwinden. Okay, jetzt, jetzt etwas Einfacheres. Ich verspreche es. Die ganze Struktur dieses Kapitels war, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, weil es schon lange her ist, findet die perfekte Ansammlung, das Zusammenkommen der Ursachen und Bedingungen statt, bevor das Ergebnis auftaucht. Oder
irgendwie zeitgleich mit dem Erscheinen des Ergebnisses oder wird das Ergebnis irgendwie zuerst rausspringen und dann kommen sie zusammen? 3 Möglichkeiten, richtig? Wir machen weiter mit der zweiten Möglichkeit. Welche ist das? Sie geschehen simultan. Das Zusammenkommen der Ursachen und Bedingungen der Eröffnung des Cafés geschieht zur gleichen Zeit wie die Eröffnung des Cafés. Schauen wir uns diese Möglichkeit an. Wir haben übrigens gerade festgestellt, dass sie nicht zusammenkommen können, bevor das Café öffnet. Jetzt schauen wir uns an, ist es möglich, dass sie zur gleichen Zeit passieren? Entschuldigung. Tut mir leid. Wenn es der Fall wäre, dass das Ergebnis der Eröffnung des Cafés zur gleichen Zeit aufgetaucht wäre, als die letzte Zahlung für den Kredit einging, dann sollte die Ursache, die das Ergebnis ausspuckt, und das Ergebnis, das von der Ursache ausgespuckt wird, simultan passieren. Okay? Wenn das Zusammenkommen der Ursachen und Bedingungen und die Eröffnung des Cafés sich irgendwie überschnitten haben, dann könnte man nicht zwischen Ursache und Ergebnis unterscheiden. Es gäbe keine klare Unterscheidung zwischen dem, was das Café öffnete, und der Eröffnung des Cafés. Wenn es der Fall ist, dass das Zusammenkommen der Ursachen und Bedingungen zur gleichen Zeit geschieht wie das Auftauchen des Ergebnisses, wenn du das sagst, wäre es unmöglich, es wäre falsch zu sagen, dass das Café im selben Moment geöffnet hat, als alles, was man für die Eröffnung des Cafés braucht, endlich zusammengekommen ist. Warum? In diesem Fall müssten sie simultan geschehen. Die Eröffnung des Cafés und der letzte Moment von all den Dingen, die benötigt werden für die Eröffnung des Cafés, würden zur gleichen Zeit stattfinden. Wahrscheinlich am Tag vor der Eröffnung des Cafés. Richtig? Okay? Und das ist falsch. Denn wir sehen nie einen Fall, wo die Sache, die eine Wirkung erzeugt, und die Wirkung, die von dieser Sache erzeugt wird, simultan sind. Es gibt immer einen zeitlichen Verlauf, richtig? Zuerst geschieht die Ursache und dann geschieht das Ergebnis. Es ist nicht so, dass sie gleichzeitig sein könnten. Was ist die dritte Möglichkeit? Das ist für mich die interessanteste. Ja, genau. Die Ursachen und Bedingungen für die Eröffnung des Cafés passieren nach der Eröffnung des Cafés. Das ist das, worauf wir auch hoffen. Das ist der, für den wir gebetet haben. Unlogischerweise. Okay, weiter. Wenn vor den Ursachen und Bedingungen, die schließlich zusammenkamen, wenn das Café geöffnet hat, bevor die Ursachen und Bedingungen fertig waren, dann wäre ein Ergebnis eingetreten ohne eine Ursache. Wenn das Café eröffnen könnte, bevor wir das ganze Geld haben und das Essen und all das, dann würde man ein Ergebnis haben, für das es keine Ursache gibt. Was das ist, was wir uns erhoffen. Und jetzt geht er in die Abhidharma-Schule. Und ich dachte, es würde euch Spaß machen, sich das anzuschauen. Er geht zur Abhidharma-Schule. Ich dachte, es würde Spaß machen, das auch zu tun. Also, los geht's. Sie haben eine besondere Idee und ich glaube, es ist eine Betrachtung der Sankhya-Idee, okay?
Das Ergebnis, wenn Ursachen und Bedingungen zusammenkommen, könnte. Ich muss darüber nachdenken. Zu sagen, dass die Ursachen und Bedingungen für die Eröffnung des Cafés zusammengekommen sind, ist auf die Eröffnung des Cafés ausgerichtet. Daher geschah die Eröffnung des Cafés vor den Ursachen und Bedingungen der Eröffnung des Cafés. Es existiert als eine zukünftige Gewissheit oder so etwas in der Art, was im Buddhismus eine große Diskussion ist. Wenn alle notwendigen Ursachen und Bedingungen vorhanden sind, wärst du überhaupt in der Lage, die Öffnung des Cafés zu verhindern? Ist es möglich, die Eröffnung des Cafés zu verhindern? Und wir würden Nein sagen, okay? Welche Ursachen und Bedingungen sagst du? Oh, die Ursachen und Bedingungen für die Eröffnung des Cafés. Oh, sind das Ursachen und Bedingungen für die Eröffnung des Cafés? Ja. Das Café muss also geöffnet sein, während die Ursachen und Bedingungen vorhanden sind, weil sie Ursachen und Bedingungen für die Eröffnung des Cafés sind. Die Eröffnung des Cafés hat diese Ursachen und Bedingungen inne. Daher müssen die Ursachen und Bedingungen nach der Eröffnung des Cafés geschehen, denn man kann sie nicht als Ursachen und Bedingungen für die Eröffnung des Cafés bezeichnen, es sei denn, es gibt eine Eröffnung des Cafés. Und das ist wahr, und das geht auf einen alten Punkt zurück, der im ersten ACI-Kurs gemacht wurde mit der Analogie der Speere. Wenn Soldaten nach Hause kamen, nachdem sie den ganzen Tag in der Schlacht gekämpft haben, würden sie sich erst zum Essen hinsetzen, nachdem sie ihre Speere abgelegt und sie zu einem Dreibein zusammengestapelt haben. Das ist das alte Beispiel. Sie kommen von einem harten Kampftag nach Hause, sie werden sich hinsetzen und eine Pizza essen und sie stapeln ihre Speere. Sie haben ihre Speere nach oben gerichtet, stützen sie aufeinander wie ein Dreibein und dann, wenn der Feind plötzlich für eine Pizza auftaucht, können sie sich schnell ihren Speer schnappen und anfangen, Leute zu stoßen. Und die Analogie in Pabongka Rinpoches Kommentar zu den 3 Hauptpfaden, an denen du dich sicher erinnerst aus dem ACI-Kurs 1, ist, dass es stimmt, dass die Ergebnisse von den Ursachen abhängen, aber die Ursachen hängen auch von den Ergebnissen ab, weil sie nicht als Ursachen bezeichnet werden können, bis das Ergebnis erschienen ist. Man kann das Investitionsgeld für die Eröffnung des Cafés, das Investitionsgeld für die Eröffnung des Cafés nennen, man kann es nicht als Ursache für die Eröffnung des Cafés bezeichnen, bis zur Eröffnung des Cafés. Dann kann man sagen, es ist eine Ursache, denn sonst gäbe es keine Eröffnung des Cafés, die diese Ursache hätte, verstanden? Es kann keine Ursachen für die Eröffnung des Cafés sein, bis es eine Eröffnung des Cafés gibt. Nur wenn das Café öffnet und es ein Ergebnis gibt, kann man sagen, dass es seine Ursache hatte. Bevor das Café öffnet, ist es nur eine Sache, die vor sich geht. Es hat keine zweite Hälfte. Sobald die zweite Hälfte abgeschlossen ist, das Ergebnis, dann kann das Geld, das Essen, Rosas Bemühungen als Ursachen bezeichnet werden. Aber erst, wenn das Ergebnis feststeht. Also gehen sie sozusagen dorthin. Wer? Die Abhidhamisten. In diesem Sinne existierte die Eröffnung des Cafés während des Zusammenkommens ihrer Ursachen und Bedingungen. Andernfalls hättest du sie nicht als die Bedingungen für die Eröffnung nennen können. Es muss eine Art Öffnung des Cafés geben, damit diese Dinge und Ursachen und Bedingungen für die Eröffnung des Cafés genannt werden können. Dann sagen wir, hey, das ist blöd. John Brady ist der Einzige, der daran gezweifelt hat. Jetzt hast du recht. Das ist nicht richtig. Wenn das Ergebnis der Eröffnung des Cafés irgendwie vorhanden sein würde, vor den Ursachen und Bedingungen, die schließlich zusammengebracht wurden, dieses Ergebnis würde nicht mehr auf diese Ursachen und Bedingungen für seine Existenz angewiesen sein. Wenn die Eröffnung des Cafés
während der Zeit der Ursachen und Bedingungen existieren würde, dann müssten wir sagen, dass die Eröffnung des Cafés nicht abhängig war von diesen Ursachen und Bedingungen, denn es war schon da, bevor sie beginnen konnten. Wenn sie simultan sind, gibt es keine Abhängigkeit. Ist das okay? Und in diesem Fall könnte man eine Eröffnung des Cafés haben, bevor man die Ursachen und Bedingungen dafür hat. Und wo ist dann die Kausalität? Halte durch, okay? Sag nicht, ah, das ist dumm, ich werde mit dem Lammrimm weitermachen oder so. So darfst du nicht denken. Ringe damit. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wir haben es heute behandelt. Du wirst in eine Welt geboren, in der es keinen Buddhismus gibt, aber du bist der Einzige, der alles herausfindet. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Also gut. Sind eine Ursache und ihr Ergebnis eine Sache? Oder sind eine Ursache und ihr Ergebnis getrennte Dinge? Dies ist eine alte, ihr denkt alle, oh, das ist Utpalas Buch. Wir kennen die Antwort darauf bereits, aber ich weiß es nicht. Ist es wahr, dass die Ursache zu sein auch bedeutet, das Ergebnis zu sein? Oder ist es der Fall, dass die Ursache zu sein bedeutet, dass man anders ist als das Ergebnis? Das hier ist die Frage. Und wir werden die erste Möglichkeit abdecken. Ist es wahr, dass die Ursache zu sein auch bedeutet, das Ergebnis zu sein? Hier kommt der Vers. Das ist ein interessantes Konzept. Und es heißt Power. Und hier ist eine andere Bedeutung des Wortes Power, aber es ist ähnlich, das kann man erkennen. Jemand kommt auf mich zu und sagt, wie sagt man das? Die Ursache verwandelt sich in das Ergebnis. Okay, man muss nicht über die Ursache sprechen, anfangen, aufhören und das Ergebnis entweder starten oder stoppen oder sie überschneiden sich irgendwie. Du musst nicht so reden. Die Ursache verwandelt sich in das Ergebnis. Das ist eine vernünftige Art, es zu sagen, richtig? Also in Nagarjunas Literatur wird es Power genannt. Power bezieht sich normalerweise auf was für uns? Die Leben wechseln. Ja, man wechselt die Leben. Man ändert die Wiedergeburt, richtig? Man wechselt von einer Wiedergeburt zu einer anderen. Und hier spricht er über die Identität der Ursache, die sich in eine Identität als Ergebnis verwandelt. Aber es ist das Gleiche. Es ist eine Person, die früher Bob war und sich in John geändert hat. Aber es ist die gleiche Person. Das Ergebnis ist die Ursache in anderen Kleidern. Die Ursache hat ihre Hose gewechselt und das nennt man Ergebnis. Aber es ist immer noch die Ursache. Er hat gerade seine Hosen gewechselt. Okay? Ich meine, das ist eine interessante Idee. Schauen wir mal, was Nagarjuna sagt. Sind wir pünktlich? Zeit, Tim? Zeit, Tim? Tim, Zeit? Noch 5 Minuten. Lass uns mal sehen, wie viel wir schaffen können. Das gefällt mir nicht, sagt er. Willst du damit sagen, dass die Ursache aufhört und sich dann in das Ergebnis verwandelt? Ist es das, was du sagst? Die Ursache kommt zu einem Ende und dann rutscht sie ins Ergebnis und verändert sich irgendwie? Ist es das, was du sagst, wenn du Power sagst? Ist es das, was du meinst, wenn du bewegt sagst? Okay, eine Weitergabe, übergeben ins Ergebnis? Ist es das, was du sagst? Und der Typ sagt, ja. Und dann sagt er, nun, es klingt. Kannst du das auf den Bildschirm bringen? Es ist irgendwie nett. Das zweite, ja. Mhm. Es ist ein wunderbares Beispiel. Dökar bedeutet die alten Sanskrit
und Tibet, Dramen, die auf einer kleinen Bühne aufgeführt wurden, wie die griechischen Komödien und die griechischen Dramen. Dökar bedeutet ein Theaterstück, wie die klassischen griechischen Tragödien und solche Sachen. Das nennt man Dökar. Das bedeutet ein Schauspieler in einem dieser Stücke. Nehmen wir also einen Schauspieler in einem dieser Stücke. Du sagst also, wenn eine Ursache ein Ergebnis erzeugt, ist es so, als würde der Schauspieler eine Figur im ersten Akt spielen und dann hinter die Bühne rennen und sich umziehen und im zweiten Akt wieder herauskommen und eine andere Figur spielen. Das ist ein wunderbares Beispiel, denn es ist das ist das Bild, was wir haben, wenn er Power beschreibt, richtig? Die Ursache zog sich andere Hosen an und wurde zum Ergebnis. Das ist die gleiche Idee. Im Grunde das gleiche, ein anderes Outfit anziehen und als ein anderer Schauspieler herauskommen. Aber es ist derselbe Typ. Die Ursache und das Ergebnis sind derselbe Typ in verschiedenen Kostümen während verschiedenen Akten des Stücks. Ist es das, was du sagst? Du sagst also, dass die Ursachen nur irgendwie ihre äußere Erscheinung verändern und zu Ergebnissen werden, richtig? Heißt das, dass ein neues Ergebnis herausgekommen ist oder nicht? Das ist eine interessante Idee. Wenn das Ergebnis die Kraft der Ursache ist in einem anderen Gewand, dann hat sich die Ursache nicht wirklich in ihrem Wesen verändert. Sie hat sich nur neue Kleider angezogen. Und in diesem Fall ist das, was um 3 Uhr da war, um 3:01 Uhr immer noch da. Und in diesem Fall ist es taggbar. Was bedeutet das? Es ist unveränderlich. Es ist ein unveränderliches funktionierendes Ding, was ein Wort mit 4 Buchstaben ist. Ich dachte an das Wort fix. Fixiert? Es ist fixiert. Ja, man kann fixiert sagen. Aber weißt du, im klassischen Buddhismus ist es fast so, als würde man ein schmutziges Wort sagen. Wenn du sagst, dieses Ding macht etwas, aber indem es etwas tut, ändert es sich nicht. Das ist völlig illegal im gesamten Buddhismus. Wenn du also sagen willst, die Ursache ist das Ergebnis in verschiedenen Kleidern, dann ist das, wovon du sprichst, eine Ursache und Wirkung, wo sich nichts ändert. Das ist einfach unmöglich. Das ist völlig gegen den gesamten Buddhismus. Okay, wir werden hier aufhören, weil jeder Kopfschmerzen hat. Oh, noch eine Zeile. Die andere Möglichkeit ist, dass die Ursache, die ihre Kleidung wechselt und zum Ergebnis wird, einfach weiter ihre Kleidung wechseln würde. Und dann wäre es eine unendliche Rückwärtsbewegung. Das nennt man Tukmepa. Das ist eine Idee im Buddhismus, dass die gleiche Sache einfach, naja, es gibt keinen Grund, warum es nicht einfach weiter passieren sollte, wieder und wieder endlos. Also, ich weiß nicht, ein Pfirsichbaum, Samen erzeugt einen Pfirsichbaum und dann erzeugt er einen anderen Pfirsichbaum und er erzeugt einen weiteren Pfirsichbaum und so weiter, weil es alles derselbe Samen ist in unterschiedlicher Kleidung. Okay, wo sind wir jetzt? Als nächstes, in der nächsten Klasse, ist es eine sehr interessante, erweiterte Diskussion von 7 verschiedenen Möglichkeiten, wie sich eine Ursache vorbereitet, um ein Ergebnis auszulösen. Wir werden also 7 verschiedene Ideen darüber bekommen, wie sich eine Ursache aufwärmt, um ein Ergebnis zu erzeugen. Und es gibt eine sehr interessante Diskussion über all die möglichen Variationen, wie sich eine Ursache vorbereitet, um ein Ergebnis zu erzeugen. Und wie sieht das aus? Wir werden jetzt 7 verschiedene Möglichkeiten diskutieren. Sie sind alle unmöglich. Alle 7 Möglichkeiten sind unmöglich. Und dahin kommen wir als nächstes. Nur um euch vorzubereiten. Oh, lass mich hier eine Markierung machen.
Ich möchte dir etwas Hoffnung machen. Das wird uns zu Kapitel 21 weiterleiten. Wir werden also ein anderes Thema besprechen, also haltet durch. Wir werden über 7 verschiedene Möglichkeiten sprechen, in denen sich eine Ursache vorbereitet, um ein Ergebnis zu erzeugen. Und dann werden wir uns aus diesem Kapitel befreien und wir gehen zu einem anderen Kapitel über. Sehr schnell. Alles klar, so gut. Wir sehen uns in der nächsten Stunde.